Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute geht es um ein Westfalia Kepler One. Und zwar ist das Fahrzeug, was euch aus dem Einheitsbrei der Marco Polos und Californias und Aufstelldach VW-Busse rausholt. Weil was den Autos allen fehlt, ist eine Toilette und eine Dusche. Und wenn ihr immer schon gesagt habt, ich will ein kleines Auto, aber ich will auf einen gewissen Rest- und Basiskomfort nicht verzichten und die eigene Toilette ist für mich Prio 1. Außerdem will ich eine gemütliche Sitzgruppe, eine richtig coole Küche und warmes Wasser. Dann ist der Kepler One das Auto, was alles in sich vereint. Also lasst euch heute verzaubern und uns gemeinsam schauen. Los geht's, Kepler One von Westfalia. In diesem Video schauen wir ja gemeinsam den Kepler One an. Der hat aber noch einen Bruder und der heißt Kepler 6. Und dazu haben wir auch gerade vor kurzem ein aktuelles Video veröffentlicht mit einem Fahrzeug, was es genau wie den hier zu super attraktiven Messekonditionen gibt. Dazu verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung das Video. Und damit ihr dieses Video beim nächsten Mal nicht verpasst, denkt auf jeden Fall daran, Kanal abonnieren. Ja, wie schafft Westfalia das, so viel in so ein kleines Auto zu packen? Das geht zum einen darum, dass das Auto einen kleinen Tick größer ist. Wenn ihr den klassischen VW-Bus nehmt, ist der glaube ich 4,99 m. Dieses Auto ist 5,30 m. Ein DIN A4-Blatt ist 32 cm, 33 cm, 31 cm. Ein DIN A4-Blatt ist kürzer, jetzt wird der Satz kompliziert, als dieses Auto länger als der California ist. Alles klar? Das heißt, wir haben einfach nur 30 cm mehr Raum und der wird super clever hier genutzt. Und wenn ihr den Vergleich zum Marco Polo zieht, ist es noch krasser. Der ist nämlich von Haus aus schon 5,13 Meter lang. Das heißt, da reden wir nur über 16 cm. Und in diesen 16 cm, mitkommen bitte, dadurch erhalten wir die Möglichkeit, hier hinten eine Toilette zu haben. Jetzt sagt die eine Hälfte von euch, warum? Und die andere Hälfte sagt, na endlich. Und wenn ihr zu der na endlich Hälfte gehört, bleibt dabei. Wenn ihr zu der warum Hälfte gehört, auch, weil es nämlich für uns wichtig ist, dass ihr die Videos ein bisschen länger guckt als die ersten 30 Sekunden. Und es wäre total toll, wenn ihr unten und auch wenn ihr gegen das Auto seid, schreibt es unten in die Kommentare. Jeder einzelne Kommentar hilft uns bei YouTube weiter und ist in gewisser Art und Weise natürlich auch so ein bisschen der Lohn für unsere Arbeit. Deswegen wäre es toll, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr unter dem Video was kommentiert. Das sagt dem YouTube-Algorithmus, dass wir das Ganze hier nicht ganz umsonst machen, sondern dass es Zuschauer gibt, die sich das angucken. Die Toilette hier ist auf jeden Fall der Riesenunterschied zu nahezu jedem Fahrzeug, was es mit Aufstelldach am Markt gibt. Westfalia hat mit dem California, sag ich schon, mit dem Jules Verne einen ähnlichen Grundriss auch nochmal auf Mercedes-Basis. Da verlinken wir euch nochmal ein Video. Und ansonsten wüsste ich wenig Varianten, die so viel in so ein kleines Auto reinpacken. Und damit wir das jetzt richtig schön spüren können, machen wir das Dach hoch und lassen den Raum mal richtig entfalten. Und dann seid gespannt darauf, wie viel Lebensraum ein VW-Bus euch bieten kann. Der große Unterschied, der bei diesem Fahrzeug entsteht, ist nämlich, dass das Dach gedreht ist. Bei jedem California und auch beim Kepler 6, den ihr in dem anderen Video gesehen habt, geht das Dach vorne hoch. Hier geht es hinten hoch und dadurch haben wir nämlich die Möglichkeit, hinten und in der Küche deutlich mehr Stehhöhe zu haben. Und dadurch, dass wir auf eine Schlafsitzbank und solche Dinge verzichten, haben wir einen gewaltigen großen Lebensraum, der hier vorne mit drin ist. Und wir sollten jetzt mal in die einzelnen Dinge eintauchen und gucken uns einfach mal an, was da ist. Und wir fangen, um das gleich mal abzuhaken, mit der Küche an. Viele kleine, tolle Detaillösungen. Wir haben hier eine Art Apothekerauszug. 2 große Fächer, immer wieder ein mega gut genutzter Raum. Wir haben hier ein kleines Fach. Ihr könnt da, ich weiß nicht, ob ihr um die Ecke gucken könnt, im Fach drin eine 230 Volt und eine eine 12 Volt Steckdose. Das heißt, ihr habt da ein richtig schönes Fach, wo man Handys und Dinge zum Laden reinlegen kann. Wir sollen Licht anmachen. Kriegen wir hin. Machen wir den Strom an. Kriegen wir nicht hin. Hauptschalter aus. Machen wir das heute ohne Licht. In eurer Fantasie könnt ihr euch tolle Möbel vorstellen. Dafür suchen wir noch mal vielleicht eine kleine Sequenz von einem alten Video raus. Juhu, da freut sich der Mensch, der den Schnitt macht. Und machen euch 2, 3 Bilder von einem nachts oder im Dunkeln beleuchteten Kepler One rein. Wirklich toll, weil die Möbel hier unten quasi zu fliegen scheinen. Also ein richtig schönes Lichtkonzept mit einer indirekten Beleuchtung unten,
mit ganz vielen kleinen Spots hier oben drin. Aber dieses Auto, weil es frisch von der Messe kommt, ist tatsächlich noch nicht wieder angeklemmt. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir heute ohne Strom klarkommen. Weil er frisch von der Messe kommt, ist er übrigens auch preislich super attraktiv. Was das bedeutet, erkläre ich euch aber nachher später in einem späteren Teil des Videos. Küche haben wir hier ganz normal zwei kleinen, da gehören natürlich noch Gitter rein. Oder sieht man hier auch die Dinger, einen kleinen Gaskocher, einen größeren Gaskocher und ein verhältnismäßig großes Waschbecken, finde ich. Dazu eine richtig schöne Arbeitsfläche und dann auch, du kannst mal hier erstmal weggehen, große Schubladen, noch eine zweite, das sind noch Teile, die man im Bettenbau benutzen kann und hier unten, weil dahinter der Radkasten ist, ein etwas kleineres Fach. Kommen wir nicht ran, passt auch so. Gegenüberliegend, wahlweise, wenn ihr hier unten ein Bett draus bauen wollt, der Stauraum für die Matratzen, die man dafür benötigt, oder wenn ihr sagt, wir schlafen sowieso oben, ein schöner Raum, entweder als Kleiderschrank oder um zum Beispiel 2 Stühle und einen kleinen Tisch damit reinzupacken. Wer sich fragt, wo sowas hinpasst, gerade diese Faltstühle passen hervorragend hier auf der Rückseite an einen Kleiderschrank, da kann man das alles sehr gut unterbringen. Insbesondere wenn das Dach oben ist, merkt man, wie schön sich der Raum hier entfaltet und sind so viele kleine Fächer. Hier ist zum Beispiel noch ein kleines Staufach, wo alles, was an Elektrik und so reinpasst, wunderbar mit rein kann, mit einem kleinen Spiegel, in dem ich mich morgens frisch machen kann und dann eben mit der Möglichkeit, hier theoretisch drin zu duschen. Mir ist schon klar, dass das in der Praxis selten bis gar nicht passieren wird, aber die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man einfach sagen kann, du kannst dich hier auf die Toilette setzen, hast dann so einen Duschvorhang, der geht auch eh nur bis zu dieser Höhe und kannst dir zumindest im Sitzen die Füße und sowas abspülen. Und anders als die meisten anderen Aufstelldachautos hat dieses Auto serienmäßig eine Warmwasserheizung, also einen Warmwasserboiler und eine vernünftige Heizung. Das heißt, die Außendusche, die immer mit dabei ist, funktioniert hier mit warmem Wasser. Und wer von euch schon mal an seinem California hinten unter der Klappe mit kaltem Wasser geduscht hat, weiß, wie schön es sein kann, wenn es warm und gemütlich ist. Dann ist die Außentemperatur an dieser Stelle tatsächlich fast egal. Unter dem Staufach hier oben, was wir eben gesehen haben, haben wir hier den Kühlschrank versteckt. Da können noch ein bisschen Olivenöl und solche Dinge mit in die Tür. Und dann haben wir hier einen klassischen Kühlschrank, also keine Kühlbox, sondern einen klassischen Kühlschrank. Und darunter, und dann haben wir hier unter dem Kühlschrank nochmal eine große Schublade und eine kleine Schublade. Und auch das finde ich halt total clever in der Zusammenstellung, dass man dort einfach den passenden Raum gut mitnutzt. So, hier, da gucken wir gleich zum Abschluss nochmal rein. Das, was dieses Auto aber, glaube ich, so besonders macht gegenüber den meisten anderen Fahrzeugen, ist, dass wir hier vorne wirklich eine komfortable Sitzgruppe mit haben, in der ihr einen vernünftigen Tisch mit habt, in der man hier, also könnte hier einen Teil wegnehmen, kann ich entweder meine Beine hochlegen, kann mich gemütlich in die Ecke fläzen und habe einfach ein vollwertiges Wohnmobil, tatsächlich mehr Raum als in den meisten anderen Fahrzeugen, selbst wenn wir über 45er Ducatos reden. Und wenn du besonders groß bist, guck dir die Ecke hier an, weil hier ist es tatsächlich so, wenn du einen klassischen California hast, fängt hier der Küchenblock an. Das heißt, wenn du groß bist, deinen Sitz nach hinten machen willst, vielleicht sogar mit einer Sitzschienenverlängerung oder zumindest weit geneigt sitzt, hier blockiert nichts deinen Rücken. Das ist ein riesengroßer Mehrwert für alles, was man so im Alltag haben kann, wenn man besonders lange Geräten hat und vorne viel Platz braucht. Die beiden Sitze vorne kann ich natürlich drehen. Das ist wie in jedem anderen VW-Bus oder Mercedes V-Klasse ein bisschen hakeliger, weil die Türen, ich komme mal mit zu euch raus, weil natürlich die Breite des Fahrzeugs, und das ist ja wiederum im Alltag der große Vorteil, begrenzt ist, muss man immer ein bisschen tricksen und gucken, wie der richtige Weg ist. Und als Filmprofi, die wir sind, nehme ich natürlich die größte Hürde gleich mit raus und zeige euch das von außen, weil die größte Hürde beim Drehen tatsächlich das ist, dass man irgendwo gegen die Tür stößt. Man muss eigentlich nur wissen, wo der Sitz hingehört. Und dann zeigt der Profi das im Idealfall auch auf dem Beifahrersitz. Da geht es nämlich deutlich leichter. Beim Fahrersitz habe ich mit Lenkrad, mit Handbremse, mit Tür deutlich mehr Interessen, die mir da im Wege stehen. Aber auch hier geht es deutlich besser als in den meisten anderen Fahrzeugen, weil eben der Küchenblock nicht dahinter ist.
Und wer so ein kompaktes Auto im Alltag haben will, der lässt sich auch gerne darauf ein, dass da man bestimmte Kompromisse mit eingehen muss. Aber wenn ihr euch das mit anguckt, ich drehe jetzt damit, ihr bleibt mal da, ich drehe mal, damit ihr das seht, den Fahrersitz auch, weil auch das keine wirkliche Hürde ist. Das klingt sonst so tragisch. Wir müssen hier einmal Handbremse entriegeln, ein kleines Stück nach vorne. Und dann gucken wir mal, ob wir hier schon rumkommen. Nee. Reicht das schon? Das reicht. Und, ja, guck mal. Zack. Und dann ist wahrscheinlich der cleverste Weg. So ist er dann auch rum. Das heißt, wenn ihr das 3-4 Mal gemacht habt, ist das relativ routiniert. Und wenn ihr jetzt diesen Raum auf euch wirken lasst, sagt mir einen VW-Bus, in dem ihr so viel Lebensraum drin habt, der gleichzeitig eine Küche und eine Toilette dabei hat. So, das hier hinten ist eben die absolute Besonderheit. In die Schränke haben wir ja schon reingeguckt. Hier hinten hinter der Toilette haben wir noch einen kleinen zusätzlichen, darf man es Kleiderschrank nennen, nennen wir es ein zusätzliches Staufach. Dann die ganze Bordelektrik mit Frischwasser, Batterie, Füllstandsanzeigen, eine zusätzliche USB-Steckdose hier. Wir haben übrigens neben der 12-Volt-Steckdose da im Schrank noch vorne in der Sitzkonsole eine weitere USB-Steckdose, ein Truma Gasboiler und eine Webasto Dieselheizung. Das heißt, zum dauerhaften Heizen greift ihr einfach auf den großen Kraftstofftank vom Auto zurück. Und wenn ihr ab und zu mal warmes Wasser machen wollt, dann macht ihr das über Gas. Für die Gasversorgung habt ihr hier Raum für eine 2,8 Kilo Gasflasche, wobei ich glaube, da passt theoretisch sogar noch eine zweite Flasche als Reserve mit rein. Und da drüber haben wir hier, nehmen wir mal Kissen weg, 1, 2 und dann guckt ihr am besten da mal rein und habt dort eine Art kleinen Hängeschrank. Und daneben nochmal richtig Stauraum. Und ich möchte einfach nur noch mal sagen, wir sind in einem normalen VW-Bus drin. Und jetzt kommt der spannende Moment. Wie sieht das aus, wenn man hier auf Toilette sitzt? Zack. Geht. Ich meine, ich bin 1,92 Meter und das sieht ganz bestimmt eng aus. Aber es ist zum einen nicht so schlimm. Ich kann auf keinen Fall vom Klo fallen, weil egal wohin stoße ich irgendwo gegen. Und wenn ihr jetzt sagt, wieso hast du doch keine Privatsphäre, sage ich doch, pass mal auf. Pass mal auf, du. Zack. Hier machen wir zu, kriegst du die Klappe mit einer Hand zu. Perfekt, dann machen wir das nochmal zu. Auch hier erstmal nur, um ganz klar zu sagen, wie viel Stauraum für meine Arme ich hier habe, also wie viel Platz ist. Und wenn man nicht will, dass jemand reinguckt, dann mache ich hier einfach zu. Und so sitze ich wirklich halbwegs geschützt auf Toilette. Und dann habe ich hier eine Entriegelung. Zack, kann ich die Tür selber von innen wieder öffnen und mir selber frische Luft reinlassen, wenn ich zu lange und zu intensiv hier auf dem Topf gesessen habe. Das ist quasi wie eine Sogentlüftung in den großen Autos. Pack das wieder weg, mach die Schranktür zu, komm raus zu euch und bin begeistert. Und jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie ist das Cockpit zusammengestellt und wie viel kann ich mit diesem Schmuckstück von der Messe Düsseldorf wirklich sparen? Oder sollte ich lieber gucken, ob im Bestand noch ein Fahrzeug zur Verfügung steht, was mir vielleicht besser von der Ausstattung gefällt? Weil damit ich das gar nicht erst vergesse zu sagen, wir haben natürlich Zugriff auf andere Fahrzeuge. Es gibt noch den einen oder anderen Kepler One. Also wenn ihr sagt, Allrad will ich nicht oder ich hätte lieber einen weißen, einfach Bescheid geben, dann gucken wir in die Listen. Und wenn ihr sagt, das finde ich alles toll, aber ich möchte das neue Basisfahrzeug, dann kommen wir ganz kurz mit. Dann hat der Kepler One noch einen Bruder, oder ja doch, ich würde sagen, New Kelsey heißt Bruder. Das ist quasi das neue Gesicht. Der Wagen ist allerdings ein Tick länger, 5,45 Meter. Und durch die 5,45 Meter hat er noch mal ein bisschen mehr Lebensraum und ist noch ein bisschen mehr Wohnmobil. Wie der genau von innen gestaltet ist. Einmal haben wir auf der Händlertagung vorab ein Video gemacht. Das verlinken wir euch unten. Und irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen wird sicherlich auch ein ausführliches Video nochmal zu dem Fahrzeug jetzt im Praxisnutzen. Und eigentlich will ich den auch unbedingt mal fahren. Hoffentlich auch mit einer kleinen Fahrsequenz mit dabei sein. Wollt ihr das sehen? Schreibt das mal unten bitte mit in die Kommentare.
So, ich hole mal die Ausstattungsliste zu dem Auto, dann gucken wir uns an, was exakt dieses Fahrzeug, was wir uns gerade angeschaut haben, kostet. Und dann sollten wir noch mal schnell durchs Cockpit durchgucken, aber da machen wir schnell einen Haken dran und dann wissen wir, dass der mega cool ist und gleichzeitig noch einen tollen Preisvorteil bietet. So, Preisgestaltung dieses wunderschönen Schmuckstücks. Ihr habt ja jetzt einen guten Eindruck bekommen. Ich finde, dass er vom Möbelbau, von allem wirklich viel hermacht. Ist ein Auto, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das, was ihr hier als Polsterstoff seht, ist der Polsterstoff Missouri. Alles andere ist vom Holz und vom Dekor so, wie es in allen Fahrzeugen gleich ist. Also da habt ihr keine Wahlmöglichkeit. Wir haben bei diesem Fahrzeug vielleicht das Wichtigste vorweg, eine Summe der Listenpreise. Also wenn ihr einfach die Listenpreise normal aufaddiert mit Fracht von 87.500 € ungefähr. Das heißt, bei diesem Fahrzeug schaut einfach euch mal die mobile.de Anzeige an. Die verlinken wir hier unter dem Video. Ist der Preisvorteil, finde ich, schon sehr attraktiv dafür, dass es eigentlich ein nagelneues Auto ist. Er nur kurz in Düsseldorf gestanden hat und aber auch sofort zur Verfügung stehen würde. Wir haben hier einmal in der Ausstattung das Kepler-Paket. Das ist so ein bisschen die Grundausstattung, die so ein Auto immer braucht. Da ist das Basisradio drin, zusätzliche USB-Steckdosen, Parkpilot, also die Parkpiepser hinten, Türgriff und sowas in Wagenfarbe. Dann hat dieses Fahrzeug, was sicherlich eine Besonderheit ist, und so viel Allrad-VW-Busse kriegen wir tatsächlich gar nicht mehr, den 4Motion Allradantrieb mit drin. Das war mir relativ wichtig und gleichzeitig die 150 PS Maschine. Also die mittlere Motorisierung, die es für dieses Fahrzeug gibt. Der Kepler 6, den wir euch vorgestellt haben, hat ja 204 PS, also da hättet ihr eine Nummer stärker motorisiert, aber ebenfalls auch mit Allradantrieb. Dann haben wir hier elektrisch anklappbare Außenspiegel, 17 Zoll Alufelgen, als Farbe, was ich mega stark finde, Starlight Blue Metallic, das gefällt mir richtig gut. Das Multifunktions-Lederlenkrad mit drin, Nebelscheinwerfer. Das Parkpaket, was in so einem Auto, was so viel Alltagsnutzen bekommen soll, ja auch sehr wichtig ist. Das heißt Parksensorik vorne und hinten und zusätzlich eine Rückfahrkamera. Und das ist es dann ehrlicherweise auch schon. Das heißt, vieles ist von Haus aus mit drin und hier ist die Ausstattung sicherlich nicht überdreht. Das führt aber eben auch dazu, dass wir für einen VW-Bus Neuwagen mit Allradantrieb einen Preis von unter 80.000 € aufrufen. Und das ist viel Geld auf der einen Seite, aber preis-leistungstechnisch und am Markt gesehen in meinen Augen eine super attraktive Variante. Ja, ich hoffe, dass der Kepler One euch gefallen hat, dass wir euch in Zukunft mit vielen unterschiedlichen Videos auch noch abholen können. Wenn ihr daran interessiert seid, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Für heute sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr mit mir dieses Auto erkundet habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielleicht ist der dann eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner. Lasst euch überraschen. Bis bald. Alles Gute und schöne Grüße aus Stofe. Tschüss.